So, abgeschlossen ist alles. Ich habe wunderbar genächtigt in diesem 137 Seelenort. Ja, mit dem Trudi-Mobil noch richtig gut gestanden auf dem Parkplatz hier. Lecker gefrühstückt heute Morgen und jetzt mache ich mich auf dem Weg zu unserem Startpunkt. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. So, dann bin ich heute der Erste und werde mir jetzt mal meine Eintrittskarte holen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Tag mit Travel Senior. Ich habe in den letzten Monaten ganz gezielt für euch nach interessanten Objekten gesucht und bin dann auf diesen Leckerbissen gestoßen. Wir befinden uns in Wesenstein. Wesenstein befindet sich in der sächsischen Schweiz im Osterzgebirge, hat einen wunderschönen Park, eine interessante Geschichte. Wir werden nicht nur das Schloss innen besuchen, auch der Park gibt einiges her. Ja, lasst euch überraschen. Ich freue mich auf euch. Los geht's! Ja, Schloss Wesenstein. Als mittelalterliche Wehranlage wurde sie zum ersten Mal 1318 urkundlich als Weisingberg dem Huse erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt gehörte Wesenstein zur reichsunmittelbaren Burggrafschaft Dohna. (1830) erwarb König Anton von Sachsen das Schloss. Berühmtester Wesenstein-Besitzer war jedoch dessen Neffe, der spätere König Johann von Sachsen. Mitte des 12. Jahrhunderts vertraten die Burggrafen von Dohna als Unterbeamte die Interessen des Kaisers in der Burggrafschaft. Heute gehört Schloss Wesenstein dem Freistaat Sachsen und wird von der staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsens GmbH verwaltet.
So, beginnen wir also unseren kleinen Spaziergang durch den Schlosspark von Wesenstein, dessen Gestaltung aus der Wittener Zeit um das 19. Jahrhundert zurückgeht. Hier im Tal fließt der kleine Fluss Müglitz, welcher 2002 hier in Wesenstein für ein großes Chaos sorgte. Das Flussbett der Müglitz wurde umgeleitet, so dass es den Park durchquert und in zwei Flügel teilt. Der Schlosspark ist durchaus ein Highlight in Wesenstein. Um 1780 galt die Gestaltung dieses Gartens als Vorreiter in Sachsen. Zum Beispiel die Skulptur der Flora. 1861 schuf der Bildhauer Wolf von Heuer diese Skulptur. Ich spaziere nun einfach weiter und genieße meine Tour in diesem Park. Oh, und hier finden wir noch ein Gebäude zum Verweilen. Ja, schön. Ich werde mal einen Blick kurz reinwerfen. Und weiter geht es. Nun bin ich auf dem Weg zum Grabmal des Prinzen Ernst von Sachsen 1831 bis 1847 hier im Park von Schloss Wesenstein im Müglitztal. Ernst war das vierte Kind und der zweite Sohn von Johann von Sachsen, welcher König ab 1854 von Sachsen war.
Rings um das Schloss herum lässt es sich auch noch wunderbar wandern und einige Sachen zu entdecken. Ja, ich sehe gerade tausendjährige Linde, Schmorsdorf, Lindenmuseum, Finkenfang und Burg Harzwalde 3 Kilometer, Aussicht Prinzenbank 1,6 Kilometer. Ja gut, diese 1,6 Kilometer, die nehme ich doch noch mal mit und schaue mir das einmal an. Ja, los geht's, möchte ich sagen. So, ein Stückchen sind wir schon gelaufen. Ich hatte mal mich entschieden, dass ich heute Vormittag den Weg begehe, der sich außen befindet, sprich um den Schloss herum, den Park. Wenn ich das schaffe, eventuell noch Belvedere, ansonsten mache ich das dann heute Abend. Denn laut Wetterbericht soll es dann heute Nachmittag doch regnen. Ja, und dann sage ich auch, dann verlagere ich doch die Außentour, die Außenbesichtigung auf den Vormittag. Und die Innenbesichtigung, die ja nun auch sehr, sehr groß ist. Ich hoffe mal, ich schaffe jedenfalls das größte und den interessantesten Teil. Den machen wir dann heute Nachmittag. Ich bin gestern schon angereist. Das war irgendwas 20 nach 8. Von Lübeck hierher nach Wesenstein sind auch nicht mal gerade 3-4 Kilometer. Man braucht doch ein bisschen länger. Und heute Morgen dann klingelte um 7 der Wecker. Weil bei solchen Sachen möchte man natürlich auch der Erste sein, damit man nicht so viele Leute vor der Linse hat, wenn man was filmt. So, die letzten Meter hoffe ich mal jedenfalls zur Prinzenbank. Ja, ich hoffe mal auch, dass da eine Bank steht, weil die letzten 200 Meter, die man hier zu bewältigen hat, da sollte man erstens gut zu Fuß sein, weil es geht hier doch steil hoch. Also unterm Strich muss man ganz klar erkennen, für Leute, die keine Kondition haben oder eventuell zu Hause ihr Beatmungsgerät vergessen haben, ist das definitiv nix. Ja, drückt mir die Daumen, dass wir oben eine Bank vorfinden. Gab es hier bei Wesenstein ein Hochwasser. Die Bilder könnt ihr euch auch noch mal im Internet anschauen. Die Leute hier auf den Ohren gesessen haben, vom Hochwasser umspült. Große Katastrophe. Ja, wenn man das so sieht, macht man das gar nicht glauben, dass aus so einem kleinen Bach reißender Strom wird. Man hatte damals die Talsperre öffnen müssen. Ja, und das Ergebnis, wie gesagt, der Ort Wesenstein restlos unter Wasser. Auf unserer Innentour durch das Schloss betreten wir als erstes das Salettchen. Das Salettchen war sozusagen der kleine Empfangssaal.
Und wirklich lange habe ich mich schon gefreut, diesen Raum betreten zu können. Es ist der Ledertapetensaal, entstanden um die Zeit rum 1720. Die Tapete besteht aus Kalbshäuten, die handgestanzt, bemalt und von Hand zusammengenäht wurden, hergestellt in Belgien. Der Zustand der Tapete ist trotz des Alters noch sehr gut. Um euch mal einen Eindruck zu vermitteln von der Gesamtheit und der Schönheit dieses Raums, ja, zeige ich ihn euch mal in einer 360-Grad-Ansicht. Ich möchte vorwegnehmen, ich kann euch leider nicht alle Zimmer zeigen, weil das würde den Rahmen sprengen. Möchte man sich wirklich das Schloss in seiner gesamten Schönheit ansehen, benötigt man tatsächlich 3 bis 4 Stunden. Also machen wir in jeden Raum, den ich betrete, nur einen kurzen Abstecher. Übrigens, alle herrschaftlichen Zimmer haben Kachelöfen. Ich möchte kurz anmerken, wir befinden uns hier im Unterschloss der fürstlichen Wohnräume des 18. und 19. Jahrhunderts. Das zum Beispiel hier ist das Wohnzimmer der Königin Amalia Auguste. Er steht von Amts wegen für das Wohl und Wehe vieler unserer Menschheit. Auch seine eigenen Im Rittergewölbe, im Bereich der Station 4, finden wir dieses Steinkreuz. Ursprünglich aus Mäusegast stammend steht es heute hier. Dieses Steinkreuz nennt man auch Sühnekreuz.
Und weiter geht es. Hier unter dem Dach befindet sich der Mönchboden mit schönen Wandmalereien und der ausgebauten Mechanik einer alten Turmuhr. Übrigens finden hier im Schloss auch Sonntagsführungen statt, unter anderem auch in Richtung Turmuhr. Eine Turmbegehung sollte man dann vorher anmelden, macht euch da einfach schlau im Internet. Die Lebensart der Diener auf Schloss Wesenstein war geprägt von einer strengen Ordnung und Hierarchie. Diener besaßen einen festen Rang, der an ihrer Kleidung erkennbar war. Strenge Regeln galten. So hatten zum Beispiel Diener auch verschiedene Berufe, wie zum Beispiel Kammerdiener, Bettenfrau, Silberkammerschreiber, Ärzte und Hofsekretäre. Ja, der Rundgang ist sehr umfangreich und gut beschildert. Man sollte viel Zeit mitbringen. Es gibt viel zu sehen und auch sehr informativ. Ja, und im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss Wesenstein hauptsächlich als Kunstversteck vieler Dresdner Museen genutzt. So wurde zum Beispiel die Sixtinische Madonna von Raphael in einen umliegenden Stollen in Sicherheit gebracht. Ja, und ein absolutes Highlight hier auf Schloss Wesenstein ist natürlich die evangelische Schlosskapelle. Geschmückt mit schönen Malereien und Verzierungen und Säulen. Man möchte meinen, es sind Marmorsäulen, doch diese Säulen sind tatsächlich aus Holz. Und wer einen besonderen Tag erleben möchte, sprich heiraten, das kann man hier auch. Pferdestall 1658. Im hinteren Stall gelegen in der 5. Etage. Einer der Wesensteiner Merkwürdigkeiten. Ja, es hängt damit zusammen, da das Schloss auf dem Berg gebaut worden ist, oder am Berg. Und wenn man mit der Kutsche oder mit den Pferden hier hoch wollte, dann war man zuerst in den obersten Etagen, sprich in der 5. Deutlich zu sehen hier im Schlosshof
dass das Schloss am Felsen oder um den Felsen herum gebaut worden ist. Und daher rühren auch die Merkwürdigkeiten. Wollte man in einen Saal oder eben in die Kirche, musste man die Treppen hinablaufen, wobei die Ställe sich dann oben befanden. Ja, zurück bei Trudi. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war informativ. Besenstein auf alle Fälle ein Besuch wert. Besucht das Schloss gerne. Bringt ein bisschen besseres Wetter mit. Ich werde jetzt mich fertig machen. Morgen früh geht es ganz früh los in Richtung Heimat, in Richtung Lübeck. Das sind auch schon wieder ein paar Stunden, die ich dann auf der Uhr habe. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, ein Tag bei Travel Senior. Und bis dahin, lasst die Haare sehen.